willkommen, liebe YouTube-Gemeinde, zum nächsten Kapitel, nämlich dem 7. Kapitel im großen Bogenbau-Tutorial. Worum geht es heute? Ihr seht, ich habe einige Bögen mitgebracht, die liegen hier schon vor mir auf der Arbeitsplatte. Um die soll es allerdings nur in zweiter Instanz gehen, denn logischerweise geht es immer noch um unseren Haselnuss-Rohling hier. Was auffällt und was mir aufgefallen ist, deswegen kommt jetzt dieses Video, da fehlt noch ein ordentlicher Griff bzw. eine grundlegende Griffform. Bis jetzt ist nämlich der Griff, wenn ihr das mal seht, genauso breit wie die Wurfarme hier und auch so nicht sonderlich gut ausgestaltet. Wenn ich da drum packe, ja klar, man kann den anfassen, allerdings würde ich sagen, es ist noch ein bisschen entfernt von dem Komfort, den ich von einem Griff am Ende erwarte. Deswegen auch die allererste grundlegende Regel für alle, die irgendwo einen Bogen bauen, für sich selber zumindest. Eure Hände sind maßgebend für das, was am Ende am Griff passiert. Ja, habt ihr große Pranken und große Hände, dann braucht ihr logischerweise mehr Holz am Griff als ich, der vergleichsweise kleine Hände hat. Weswegen zum Beispiel hier auch bei diesem Kinderbogen, dieser Kinderbogengriff für mich ganz wunderbar passt. Ja, da habe ich gar keine Probleme mit denen gut zu greifen. Bei ganz großen Händen würde ich jetzt sagen, okay, das ist wie um eine Spaghetti packen an der Stelle. Funktioniert jedenfalls nicht mit jeder Hand. Aber für Kinderhände und tatsächlich auch für meine Hand ist das auf jeden Fall hier ganz angenehm. Ja, ich habe einige Bögen mitgebracht. Einfach aus dem Grund, damit man mal über verschiedene Griffgestaltungsmöglichkeiten so in general quasi reden kann. Ich fange einfach mal an mit diesem Bogen hier ganz unten. Das ist ein Haselnuss Recurve im D-Profil, was ganz Spannendes, aber er hält, hat auch keine Stauchrisse, das ist schon mal ganz gut. Und ihr seht, hier habe ich den Griff damals aus einer Laune heraus so gestaltet, dass er wirklich hundertprozentig an meine Hand angepasst ist. Also das ist so ein bisschen ergonomisch auf jeden Fall. Ich kann hier schön drumherum greifen. Es gibt auf jeden Fall eine Kerbe hier für den Daumen, wo das ordentlich reinpasst, und meine Hand umschließt den Bogen sicher und kann ihn gut festhalten, und ich habe auf jeden Fall nicht so viel Holz in der Hand, dass meine Finger hier sich auf der anderen Seite nicht ordentlich berühren können. Also es ist auf jeden Fall eine sehr angenehme Griffvariante. Zudem seht ihr, Möglichkeit besteht natürlich, dass man sich eine Pfeilauflage irgendwie dort reinarbeitet. Muss ich aber direkt dazu sagen, falls ihr vorhabt, mit eurem Bogen auf irgendwelchen Turnieren zu schießen, zum Beispiel 3D-Turnieren, dann ist das dort meistens nicht erlaubt, eine Pfeilauflage zu haben, wenn man in der Primitivbogenklasse starten möchte. Das kann manchmal so sein, aber in der Regel, so das, was ich erlebt habe, ist es nicht erlaubt. Von daher, wenn ihr euch eine Pfeilauflage baut für euren Bogen, dann ist klar, dass das zu Problemen führen kann, wenn ihr damit irgendwann mal ein offizielles Turnier schießen wollt. Von daher lasse ich das in der Regel sein und schieße ganz normal über den Handrücken. Es funktioniert nämlich genauso gut. Also so eine Pfeilauflage ist nicht zwingend, aber ich möchte auf jeden Fall mal gesagt haben, so etwas gibt es, so etwas kann man machen. Ja, ich möchte natürlich ganz am Ende für dieses Stückchen Holz hier, weil wir uns natürlich im Bereich befinden, wo jeder quasi vielleicht seinen ersten Bogen baut und ganz viele Anfänger hier zugucken, wir machen einen einfachen, simplen Griff. Keinen großen Schnickschnack, damit jeder auch damit zurechtkommt. Falls jemand eben, wie gesagt, darauf Lust hat, sich eine Pfeilauflage oder einen ergonomischen Griff zu basteln, kann er das gerne machen. Das erkläre ich allerdings in diesem Grundlagen-Tutorial hier nicht. So, stellen wir den mal beiseite und widmen uns der nächsten Griffform zu. Wenden uns zu, oder wir widmen uns der nächsten Griffform. So rum ist es korrekt. Ja, was seht ihr hier? Einen Flachbogen. Und dieser Flachbogen ist tatsächlich wirklich sehr, sehr breit geworden. Das ist auch einer, den ich mal in einem YouTube-Video gezeigt habe. Glaube ich, so einer meiner ersten Bögen, die ich gebaut habe. Komplett dechroned. Seitdem glaubt jeder, dass es auf jeden Fall gemacht werden muss mit dem Dechroning. Aber es ist eigentlich nur so ein Stilmittel, was man anwendet. Aber es geht ja um den Griff. Also, was seht ihr hier? Flachbogen, ganz typisch. Ja. Dann den Griff genauso breit zu lassen wie die Wurfarme wäre sehr unkomfortabel. Also das ist eine der meist angewendetsten Griffvarianten, dass man auf jeden Fall den Griff ein wenig schmaler macht. Und genau das möchte ich dann hier bei diesem Bogen am Ende auch machen. Ja, also der Griff soll auf jeden Fall etwas schmaler werden, denn so breit wie er zurzeit ist, ist er nicht sehr komfortabel zu greifen. Ja, also das passiert auf jeden Fall. Der Griff wird ein wenig schmaler gemacht. Okay. Dann kommen wir mal zu einem Bogen, wo man sagen kann,
Ist das überhaupt ein Griff? Eigentlich nämlich nicht. Es ist ein Langbogen und der Griff hat hier tatsächlich sogar noch einen arbeitenden Teil. Das heißt, es gibt keine wirklichen Fade-Outs. Das ist einfach nur ein Stück Leder um einen Bogen drumherum. Sowas wird es hier auf gar keinen Fall werden, weil der Griff hier nicht mitarbeitet bei unserem Haselnussast. Hier arbeitet er mit, deswegen ist hier nur ein Griffleder drumherum, um das eben komfortabler zu packen. Dieses Griffleder, falls der Bogen zu dünn geworden ist, kann man natürlich auch immer ein bisschen unterfüttern mit alten Handtüchern, Lederriemen oder was weiß ich, sodass man dann eine gescheite Tiefe im Griff erreicht, dass man den auch schön ordentlich ziehen und ordentlich greifen kann. Ja, das so als Griffvariante, die ich mal erwähnt haben möchte, gibt es durchaus auch. Natürlich auch ohne Leder, bei den englischen Langbögen eigentlich sogar sehr typisch, dass das ohne Leder geschossen wird. Gibt es, findet hier aber jetzt keine Anwendung. Aber zur Komplettierung sollte das einmal erwähnt werden. So, was haben wir hier? Auch wieder ein Langbogen. Dann seht ihr schon, der Griff ist ein bisschen abgesetzt. Ja, wir haben hier eine deutliche Verdickung an der Stelle und das führt dann dazu, dass der Griff sich nicht mitbiegt, aber der Bogen ist insgesamt schon so schmal, dass ich jetzt hier das Ganze nicht schmaler gestalten muss, um das angenehm greifen zu können. Das passt einfach so, das ist gar kein Problem, da kann man schön drumherum greifen. Das ist in dem Fall tatsächlich Zufall. Wenn das ein dickerer Ast gewesen wäre, dann müsste man natürlich sagen, okay, man macht das ein bisschen breiter, ein bisschen schmaler, damit das ordentlich passt. Ja, auch eine Variante, die man anwenden kann, die hier aber auch nicht Anwendung findet, weil eben die Wurfarme tatsächlich in dieser Breite bleiben sollen. Wenn, dann müsste man ja jetzt hier alles schmaler machen, das möchte ich aber nicht. Ja, also die Wurfarme bei diesem Haselnussbogen sollen am Ende genauso breit bleiben, wie sie jetzt sind. Und das führt dazu, dass der Griff mir auf jeden Fall noch zu breit ist, deswegen muss er schmaler werden. Auch dieser Bogen findet hier seinen Weg an die Tillerwand. So, und dann kommen wir zum letzten Bogen, den hatte ich ganz am Anfang schon erwähnt. Kleiner Kinderbogen, auch ein Flachbogen. Und hier ist auch der Griff ein wenig zurückgesetzt, weil auch hier die Breite an der breitesten Stelle des Bogens, hier im Fade-Out an der Stelle, definitiv zu breit ist, um das für mich komfortabel greifen zu können. Und an der Stelle sind wir schon ungefähr da, wo wir dann auch hinwollen bei diesem Bogen. Wir müssen den Bogen an der Stelle schmaler machen und die Grifftiefe, die tatsächlich anpassen an unsere Hand. Wenn ihr natürlich so große Hände habt, dass das jetzt hier schon passt für euch. Okay, ich mag es tatsächlich, weil ich kleinere Hände habe, auch eben ein wenig filigraner an der Stelle, dass ich da ganz gut drum greifen kann. Und damit schließt sich der Kreis eigentlich wieder. Ganz am Ende muss dieser Bogengriff in irgendeiner Form zu eurer Hand passen. Wenn ihr euch ganz unsicher seid, kleiner Tipp am Rande, es ist gar nicht so schlecht, wenn man noch nie einen Bogen in der Hand hat und noch keine Ahnung davon hat, welcher Griff zu einem passen könnte, einfach ein Stück Restholz nehmen und mal gucken, was fühlt sich denn gut an? Ja, ist das zu viel, ist das zu wenig? Das kann man ganz gut machen und dann macht man tatsächlich auch am Bogen am Ende nichts falsch, weil man dann schon mal sich ein Stück Holz zurechtgeschnitzt hat, was so ungefähr die Abmaße hat, dass man dann am Ende sagen kann, das soll es werden und die Maße lege ich dann auch an, um am Ende in meinem Bogengriff hier zurechtzukommen am Ende. Ja, auch der Bogen kommt an Seite. Was machen wir also in diesem Video? Jetzt haben wir eine ganz lange Einleitung gehabt, da war ein bisschen Theorie dabei und ein bisschen was über generell Bogengriffe. Ich hatte es eben erwähnt, wir müssen auf jeden Fall Holz am Bogengriff entfernen. Allerdings können wir das nicht einfach so machen. Es ist immer ganz sinnvoll, sich das vorher anzuzeichnen, das habe ich auch schon häufiger gesagt. Und das würde ich sagen, machen wir im ersten Schritt. Wenn es in diesem Video darum geht, jetzt einen Griff zu gestalten, heißt das im Übrigen aber nicht, dass dieses Video jetzt sich um den Griff kümmert und danach der Griff nicht mehr thematisiert wird. Es geht in diesem Video eher darum, grundlegend eine Form für diesen Griff festzulegen und sich den Maßen weitestgehend anzunähern, die am Ende auf die eigene Hand passen. Denn im Verlauf des weiteren Tiller-Prozesses kann es immer noch mal sein, dass das Fade-Out ein bisschen weiter hochgezogen wird und dass sich hier und da was verändert, dass man da an der Stelle nacharbeiten muss, damit das am Ende noch stimmig wird oder stimmig bleibt an der Stelle. Ja. Von daher, dieses Video ist nicht absolut, hier wird der Griff gemacht und damit sind wir soweit fertig. Dennoch kümmern wir uns natürlich um den Griff. Welche Werkzeuge benutze ich da? Am allerliebsten
mache ich das mit Raspeln. Damit finde ich, kann man am besten formen, weil man eben auch am Griff nicht immer der Faser folgt. Man schneidet ja tatsächlich auch sogar ganz gut da rein, genauso wie bei den Fade-Outs. Und um das zu formen, da finde ich tatsächlich feinere Raspeln sehr gut. Große Raspeln, wenn es um große Holzabnahmen geht. Und am Ende dann tatsächlich auch einfach Ziehklingen, die das Ganze, was man da mit der Raspel angerichtet hat, dann auch wieder entsprechend glätten. Gut, wie sieht es im Griff zurzeit aus? Zahlen, Daten, Fakten sind ja immer schön. Ich habe es in den letzten Videos zwar schon mal geliefert, aber wir machen das nochmal. Der Griff ist zurzeit 4,3 cm tief. Das ist diese Entfernung hier. Und in der Breite sind wir da bei 3,6, 3,5 so eine Kante. Okay, ich hatte gesagt am Anfang, anzeichnen auf jeden Fall sinnvoll. Jetzt die Frage, wo soll überhaupt hier dieser Griff schmaler gemacht werden? Wo fängt man damit genau an? Ihr seht, in dieser Ansicht hier, wir haben unsere beiden Fade-Outs, die beginnen ungefähr da und ziehen sich dann quasi bis auf die Griffdicke hier an der Stelle durch. Wichtig ist es, dass man nicht anfängt, hier vorne schon etwas zu verjüngen, weil hier tatsächlich ja auch Holz ist, das arbeitende Funktion hat. Wenn man das auf einmal an der Stelle schmaler macht, kann es sein, dass man durchaus den Tiller verändert, bzw. sich da noch Schwachstellen reinbaut, die man gar nicht haben möchte. Deswegen ganz grundlegend, ich zeichne es mir hier nochmal ein, da wo wirklich der Griff anfängt, also das Fade-Out anfängt, an diesen beiden Stellen hier. Ja, dazwischen soll am Ende der Bogen schmaler sein. Das ziehe ich dann noch ungefähr 1 bis 2 cm in das Fade-Out mit rein. So sieht das dann am Ende aus. Ich zeige euch das gleich auch nochmal. Nahaufnahme. Und an dieser Stelle hier soll das Ganze schmaler gestaltet werden. Damit ich das auch sehen kann vom Bogenrücken aus, ziehe ich mir die Linien auch hier einmal über den Bogenrücken drüber. Und dann kommt unser berühmtes Streichmaß, unser eingebautes, zum Einsatz. Ich messe das jetzt nicht exakt aus, aber ich nehme von beiden Seiten eben ein wenig Holz mit und zeichne mir weg und zeichne mir das schon mal an. Dass ich das hier abnehmen kann. So, muss man dazu sagen, es ist natürlich Bleistift und ja, man sieht das nicht ganz so toll, weil der Bogenrücken auch noch eine gewisse Maserung aufweist. Ich empfehle aber dennoch nicht mit dem Filzer zu malen, weil der Filzer eben in das Holz einzieht. Natürlich hat man eine sehr exakte Markierung an der Stelle, aber am Ende kann es auch sein, dass man auf dem Bogenrücken irgendwelche unschönen Stellen übrig hat. Deswegen auch nochmal wiederholt der Tipp mit dem Bleistift. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, um da jetzt keine unschönen Stellen zu entwickeln. Okay, ich mache euch davon nochmal Nahaufnahmen, beziehungsweise zeige euch das und zeichne ein paar Linien ein, damit ihr wisst, was ich jetzt hier drauf angezeichnet habe. Und dann kann ich tatsächlich starten. Bogen einspannen und seitlich mit der Raspel Holz entfernen. Wie ihr sehen könnt, das ist jetzt die seitliche Ansicht des Griffes. Ich habe einmal alle Maße eingezeichnet, die ich dort habe finden können. Hier befindet sich unsere geometrische Mitte des Bogens, die auch in der Griffmitte liegt. Wir haben dann bis zu beiden Seiten 7,5 cm. Das ist auch ganz genau die Stelle, an der hier begonnen wurde, Holz abzunehmen. Und nach diesen 7,5 habe ich mich noch weitere 3 cm eben in das Fade-Out reinbewegt und gesagt, zwischen diesen beiden Punkten hier, das sind dann 7,5, also 10,5 und 10,5 in die andere Richtung. Dort wird eben jetzt Holz in der Griffbreite weggenommen. Wir drehen das mal ein wenig weiter, dann seht ihr, was ich hier oben eingezeichnet habe, beziehungsweise ich hoffe, dass man das sehen kann. Ich habe es ein bisschen jetzt mit Kuli nachgezogen. Diese Linien hier, die drüber gezogen sind, die habe ich mit Bleistift belassen, damit ich sie wieder wegschmirgeln kann. Aber die Linien hier, zu denen ich mich ohnehin jetzt gleich vorarbeiten werde, die habe ich noch mal ein bisschen mit Kuli nachgezogen. Ihr seht, ich drehe noch mal rum.
7,5 cm. Bis zu dieser Stelle wird wirklich in gleichbleibender Stärke Holz abgetragen und von diesem Punkt aus bis zu den 3 cm hier außen, ja, da findet so jedenfalls erstmal geplant diese Verjüngung statt. Das heißt, hier an dem Punkt bleibt alles beim Alten, bei der Wurfarmbreite hier an der Stelle und wird dann angepasst auf diese Linie hier. Wir hatten eben gesagt, ich kann es nochmal nachmessen, der Griff ist gerade in der Breite bei 3,6, 3,5 cm ungefähr. Danach, wenn ich jetzt mal hier anlege, werden noch 2,3 übrig bleiben. Das heißt, es ist schon eine Menge Holz, die da jetzt verloren geht. Allerdings weiß ich schon, dass das für mich komfortabel ist und dass das ausreicht. Ihr solltet, hatte ich ja eben schon gesagt, einfach mal ausprobieren, funktioniert das für euch nicht und das möglicherweise eben an einem Teststück. Ich denke, dann kann es losgehen. Es muss Holz entfernt werden, das heißt, es fallen wieder Späne. Allerdings nicht beim Hobeln, sondern diesmal beim Raspeln. Da ist schon mal eine ganze Menge Holz runtergekommen. Ihr seht, der Griff ist nun deutlich schmaler. Das verhält sich so, wie ich finde, jetzt auf jeden Fall ganz gut. Ich weiß, für mich ist der Griff auf jeden Fall jetzt noch zu tief. Da müssen wir gleich auch noch mal ein bisschen was dran ändern. Jetzt aber nochmal zur grundlegenden Vorgehensweise. Ich hatte das in irgendeinem der ganz frühen Teile dieses ganz großen Tutorials schon mal erwähnt. Es ist nie sinnvoll, irgendwie an allem gleichzeitig zu arbeiten, sondern immer Schritt für Schritt aus verschiedenen Richtungen sich verschiedenen Maßen anzunähern. Ja, das heißt, ich werde eigentlich niemals hingehen und sagen, ich mache jetzt die Griffbreite, dann wieder ein bisschen Dicke, dann wieder ein bisschen Griffbreite, dann wieder ein bisschen Griffdicke oder Grifftiefe. Das passiert schon ganz sauber nacheinander, weil ich ansonsten durchaus unsauber arbeiten könnte und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Deswegen habe ich jetzt die Griffbreite so weit verringert, dass ich auf dem Maß bin, was ich am Ende auch haben möchte. Und jetzt drehe ich den Bogen um 90 Grad und gucke mir an, wie das mit der Grifftiefe, schrägstrich der Griffdicke aussieht. Und auch hier sage ich, mir ist es zu viel, deswegen wird hier auf jeden Fall noch etwas weggenommen. Wieder Streichmaß. Mit dem Streichmaß nehme ich oben, messe es mal nach. Ich muss dazu sagen, schon ein paar Bögen gebaut. Es ist bei mir mehr Gefühl, als dass ich jetzt sage, ich muss da genau nachmessen. Für euch aber wie gesagt immer noch der Tipp, Probestück nehmen und gucken, was für eure Hand passt. So, schauen wir mal. Griff ist zurzeit 4 cm und 7 tief und danach, wenn ich jetzt das weggenommen habe, sollten noch übrig bleiben ja, 3,13 cm. Das wird auch als erstes einmal komplett plan geraspelt, ohne dass ich jetzt noch darauf achte, dass ich irgendwo einen Übergang oder was ich mache. Das kommt alles später. Erstmal die grundlegenden Maße dieses Griffes festlegen. Dann sage ich 3,1, das ist das, was ich jetzt hier eingezeichnet habe, das soll es am Ende werden. Also weiter im Geschäft.